Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Willkommen zurück zu einer weiteren fundierten Wirksamkeitsanalyse und damit direkt zur Leitfrage meines Videos. Wie wirkungsvoll ist der Vitalpilz Reishi im Anti-Aging-Bereich gemäß Studien an gesunden Menschen tatsächlich? Genau diese Frage klären wir in diesem Video, ausschließlich auf Basis der aktuellen Humanforschung. Irrelevante Zellkulturen, Tiermodelle und theoretische Wirkannahmen gehören bewusst nicht zur Bewertung. Nach einem knappen Steckbrief erstens tauchen wir direkt in die Humanliteratur ein, auf Basis der aktuellsten Meta-Analysen, systematischen Reviews und randomisierten kontrollierten Studien, RCTs. Erstens Steckbrief. Der Reishi, im Deutschen auch glänzender Lackporling genannt, wird in der traditionellen chinesischen Medizin TCM seit Jahrhunderten eingesetzt, häufig im Kontext von Vitalität, Widerstandskraft und gesundem Altern. Aus wissenschaftlicher Sicht stehen vor allem zwei Stoffgruppen im Fokus: Polysaccharide, insbesondere Beta-Glucane, sowie Triterpene, darunter verschiedene Ganodersäuren. In präklinischen Studien, also tier- und zellbezogen, werden diesen Substanzen immunologische, antioxidative und entzündungsmodulierende Eigenschaften zugeschrieben. Reishi wird als Nahrungsergänzung oral eingenommen, zumeist in Pulver- oder Extraktkapseln. Die in Humanstudien eingesetzten Mengen bewegen sich meist im Bereich von 1,5 bis 5 Gramm pro Tag, oft standardisiert auf 5 bis 10% Beta-Glucane und 1 bis 2% Triterpene, abhängig vom verwendeten Extrakt und Studiendesign. Und damit zur Schlüsselfrage dieses Videos: Für welche Anti-Aging-relevanten Bereiche existieren zu Reishi beim gesunden Erwachsenen überhaupt verwertbare Humanstudien und wo endet die Datenlage bislang? Ein Hinweis vorweg: Reishi wird häufig mit Wirkungen auf Immunsystem, Haut, Schlaf, Stress oder Entzündung beworben. Für die meisten dieser Bereiche liegt jedoch keine ausreichend dichte RCT-Datenlage bei Gesunden vor. Was das konkret bedeutet, klären wir jetzt im Forschungsstand zweitens. 2.1 Sportliche Leistungsfähigkeit und Regeneration. Hierbei handelt es sich um das einzige Themenfeld im Reishi-Kontext, für das derzeit beim gesunden Erwachsenen ausreichend Humanstudien vorliegen. Die dazugehörige Quelle ist eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr 2025 von Forscher Shu und seinem Expertenteam mit dem Titel Effects of Fungal Supplementation on Endurance, Immune Function and Hematological Profiles in Adult Athletes. Mehrere randomisierte, kontrollierte Studien wurden zusammengeführt, die ausschließlich an gesunden erwachsenen Sportlern durchgeführt wurden. Typische Studienprotokolle umfassten orale Reishi-Extrakte mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf bestimmten Inhaltsstoffen, Einnahmezeiträume überwiegend zwischen 4 und 12 Wochen, paralleles Ausdauer- oder Intervalltraining. Die zusammengefassten Studien offenbaren kein allgemeines Leistungsversprechen, sondern ein klar begrenztes Muster physiologischer Anpassungen. Blutlaktat, ein Stoffwechselprodukt, das bei intensiver Muskelarbeit anfällt, war unter Reishi deutlich geringer als unter Placebo. Ebenfalls vergleichbar stark reduziert war der Blutharnstoff Stickstoff, ein Marker für Eiweißabbau und muskuläre Beanspruchung. Die Aktivität der Superoxidismutase, ein antioxidatives Enzym zur Neutralisierung freier Sauerstoffradikale, nahm moderat zu. Hämoglobin und Hämatokrit
Parameter des Sauerstofftransports im Blut stiegen mittelmäßig an in Untergruppen mit Reishi-Extrakten. Direkte Leistungskennzahlen wie maximale Ausdauer, Sprintleistung oder Kraft veränderten sich nicht einheitlich und zeigten keine konsistenten Verbesserungen über alle Studien hinweg. Einordnung im Anti-Aging-Kontext. Diese Veränderungen sind kein Beleg für Verjüngung im engeren Sinne. Sie erklären jedoch, warum Reishi im Kontext von sportlichem Training und Regeneration eine gewisse Relevanz besitzen kann. Eine schnellere und effizientere Regeneration nach physischer Beanspruchung reduziert die metabolische und muskuläre Belastung des Körpers. Auf zellulärer Ebene bedeutet das eine geringere akute Strapazierung durch Stoffwechselnebenprodukte, weniger oxidativen Stress und eine schnellere funktionelle Erholung. Genau diese Faktoren gelten als Mitverursacher altersbedingter Abbauprozesse. Allerdings, diese Effekte treten nur im Zusammenhang mit körperlicher Betätigung auf. Ohne Training lässt sich für Reishi in diesem Bereich kein Nutzen ableiten. 2.2 Häufig beworbene Wirkungen. Schade ist, dass derzeit keine Meta-Analysen oder systematischen Reviews für andere häufig genannte Anti-Aging-Bereiche existieren, mit einer Bündelung von mindestens 3 randomisierten kontrollierten Studien und einem ausreichenden Anteil gesunder Erwachsener. Zu diesen möglichen Anwendungsbereichen zählen das Immunsystem, entzündliche Prozesse im Sinne von Inflammaging, oxidativer Stress, Hautalterung, Schlafqualität, Stress und Stimmung sowie kognitive Leistungsfähigkeit. In diesen Themenfeldern liegen bislang entweder nicht repräsentative Einzelstudien, Untersuchungen an Vorerkrankten oder präklinische Daten mit Tieren und Zellen vor. Diese erfüllen jedoch die Einbeziehungskriterien dieses Kanals nicht und werden deshalb nicht als Wirksamkeitsnachweise herangezogen. Dies stellt keine inhaltliche Lücke dar, sondern bildet den aktuellen Stand der Humanforschung im Anti-Aging-Kontext sachlich ab. Drittens Fazit. Obwohl der glänzende Lackporling im Longevity-Umfeld seit Jahrhunderten nahezu kultisch verehrt wird, ist er gleichzeitig wissenschaftlich erstaunlich dünn dokumentiert, wie uns das eingeblendete Kurzfazit final bestätigt. Für direkte Messgrößen der biologischen Alterung, etwa epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters, Telomerlänge oder Gebrechlichkeitsindizes, liegt im Januar 2026 keine ausreichende Humandatenlage vor, die eine belastbare positive oder negative Einordnung erlaubt. Reishi wurde übrigens in den untersuchten Dosierungen in der Regel gut vertragen und es traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Im Rahmen des ABC-Schemas ordne ich Reishi in Kategorie B ein, geringe Humanevidenz in einem für Anti-Aging begrenzt relevanten Anwendungsbereich. Neben diesem direkten Wirknachweis sollte man an dieser Stelle als indirekten Beleg die jahrhundertelange Anwendungstradition des Reishis in der TCM nicht unerwähnt lassen. Vor über 430 Jahren schrieb der chinesische Arzt und Pharmakologe Li Shizhen in seinem berühmten Naturheilkundewerk Ben Cao Gang Mu von 1596
über den roten Lingxi alias Reishi. Er tonisiert das Qi des Herzens, nährt die Mitte, beruhigt den Shen-Geist, stärkt die Vitalität und verlängert bei langfristiger Einnahme das Leben. Der Körper bleibt leicht und agil. Keine Toxizität. Der rote Lingxi ist zwar rein wissenschaftlich nach wie vor weitgehend ein Buch mit 7 Siegeln, also hochspekulativ, aber die jahrhundertelange erfahrungsbasierte Verwendung in Asien gibt Anlass zu sanftem Optimismus in Bezug auf eine positive Selbsttesterfahrung. Kurzer Hinweis zum Selbsttest. Gerade weil viele Anwendungsbereiche wissenschaftlich bisher wenig bis gar nicht untersucht wurden, ist Regel 8 meiner neuen Selbsttestregeln bedeutsam. Erfahrungen dokumentieren. Für einen Reishi-Selbsttest empfehle ich, über 8 bis 16 Wochen gezielt festzuhalten. Subjektive Regeneration nach Training, allgemeines Belastungsempfinden, Veränderungen im Energielevel und mögliche Beobachtungen zu Haut-, Schlaf- oder Infektanfälligkeit. So wird aus einem noch immer schlecht erforschten Supplement zumindest ein kontrollierter Eigenerfahrungsversuch. Das dazugehörige Merkblatt findest du wie immer in der Videobeschreibung zum Download. Wenn du genug hast von pseudowissenschaftlichen Werbevideos auf Social Media und wissen willst, was in der Humanforschung tatsächlich belegt ist und was nicht, dann bist du hier genau richtig. Abonniere also gerne und bleibe stets seriös informiert. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen sowie die zahlreichen neuen Likes und Abos. Ich habe mich wirklich gefreut. Bleibt gesund und jung, meine Lieben. Bis zum nächsten Video, euer Mika Young.